Wir wollen heute noch mal ein bisschen über das Thema Buchhaltung und Steuern und so weiter sprechen. Wir werden das Ganze heute machen mit Safdesk und wir mit Elster natürlich, weil wir sprechen mal so ein bisschen darüber, über was solltet ihr machen, um eure Buchhaltung abzuschließen, um eure Steuererklärung zu machen. Wir schauen uns das heute alles einmal an in Safdesk, das heißt, wir schließen einmal die Buchhaltung ab und übertragen das Ganze dann, so wie ihr es dann wahrscheinlich auch macht. Es gibt ja diverseste Tool-Kombinationen. Also ihr könnt Buchhaltung machen mit allen möglichen Buchhaltungsprogrammen, die euch so einfallen. Was ihr nicht machen solltet, ist, dass ihr das Ganze in Excel macht. Bitte macht eure Buchhaltung nicht in Excel. Wir haben ein bisschen was vor, habe ich euch erzählt. Wir schauen uns heute einmal den ganzen Prozess bei Safdesk an. Wie bringt ihr eigentlich aus der Buchhaltung, die ihr gemacht habt, wie bringt ihr die irgendwie ans Finanzamt? Das schauen wir uns an. Und wir schauen uns Safdesk dafür an und wir schauen uns den anderen Part, also das beim Finanzamt. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, dass wir das so gut hinbekommen. Ja, wir schauen uns quasi den Finanzamt-Part bei Elster Online an. Wir haben jetzt in der letzten Woche das schon mal gemacht. In der letzten Woche sind wir sehr darauf eingegangen, was man absetzen kann, Verpflegungsmehraufwand und Homeoffice-Pauschale und so weiter. Das würde ich heute jetzt nicht mehr zum Schwerpunkt machen, sondern heute geht es so ein bisschen darum tatsächlich, wie bekomme ich eigentlich meine Zahlen dann tatsächlich in Elster Online und dass wir jede einzelne Position mal durchgehen. Genau, das ist eigentlich das, was wir vorhaben. Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Vorlagen. Das hat sich so ein bisschen entwickelt aus dem letzten Mal. Diejenigen, die mein Buch gekauft haben, guck mal, jetzt hätte ich heute Werbung machen können für mein Buch. Habe ich nicht. Sorry, heute ohne Werbung. Ich habe eine sehr lange Liste gemacht mit Vorlagen. Diese Vorlagen, die habe ich mal an die Vorbesteller meines Buches, das aber schon 1,5 Jahre her ist, erstellt. Und ich habe die, weil dazu so viele Fragen kamen in der letzten Woche, einfach nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade einmal in die Videobeschreibung geht, dann seht ihr an 4. Stelle seht ihr einen Link, der heißt alle Vorlagen. Wenn ihr darauf klickt, landet ihr auf dem Ding, was ihr hier gerade seht. Und dieses Ding beinhaltet viele Tools, viele Berechnungen und so weiter, die ich heute immer mal wieder erwähnen werde. Für diejenigen, die die Aufzeichnung schauen von diesem Stream, der kommt nämlich auch irgendwann, schneide ich den nochmal so ein bisschen und lade den nochmal hoch. Ihr findet das auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr eine ganze Reihe an Vorlagen und mit diesen Vorlagen, ich habe jetzt nichts aussortiert, da steht im Bereich Buchhaltung extrem viel Krams. Also eine Checkliste, was müsst ihr jeweils wann machen, Firmenwagenberechnung, Fahrtenbuchgeschichten, Bewirtungsbelege, Eigenbelege, Geschenke, Nachweis, Dokumentation und so weiter. Das heißt, hier steht eine ganze Menge drin. Das könnt ihr gerne alles benutzen. Bitte, wenn ihr einzelne Dinge benutzen wollt, mache ich einmal, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel was kommt heute noch in Frage? Wir werden zum Beispiel Bewirtungsbelege. Ihr braucht für Bewirtungsbelege, kennt ihr geht irgendwo essen, dann kriegt ihr einen Kassenbon letztendlich. Ihr müsst aber noch einen Bewirtungsbeleg ausfüllen. Das könnt ihr natürlich machen. Das ist ganz häufig so auf diesen Kassenbon gedruckt, dass ihr den unten einfach ausfüllt. Was ihr aber tatsächlich auch einfach machen könnt, ihr nehmt einfach einen Kassenbon mit und nächstes Mal, wenn ihr am Computer sitzt, füllt ihr so eine Vorlage einfach selber aus. Das heißt, da habt ihr das ist auch keine Raketenwissenschaft alles, aber da habt ihr ein Ding, von dem ihr wisst, das muss alles draufstehen und dann füllt ihr das Ding einfach aus, speichert das als PDF ab, könnt das dann hochladen in Safdesk und so weiter und habt dann da quasi die Dokumentation, dass die Bewirtungskosten tatsächlich beruflich veranlasst ist. Und wenn ihr das zum Beispiel benutzen wollt, bitte, 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 kann ich gar nicht oft genug sagen, stellt bitte nicht die Bearbeitungsanfrage. Macht das bitte nicht. Ich kriege ungelogen 15 bis 20 E-Mails am Tag, immer nur mit jemand möchte damit arbeiten. Mache ich nicht. Warum? Weil dann die ganze Welt sieht, was ihr hier reinschreibt. Was ihr bitte tun solltet, ist, dass ihr hier oben auf Datei klickt und dann eine Kopie erstellt. Und diese Kopie ist dann eure Kopie. Und damit könnt ihr dann arbeiten. Bitte nicht Bearbeitungszugriff anfragen. Ignoriere ich, weil, wie gesagt, ist dann
halt öffentlich, also ist dann sieht halt jeder, was ihr hier reinschreibt, mit wem ihr essen wart. Und das ist bei Bewirtungsbelegen geht das ja noch. Bei anderen Themen ist das vielleicht ein bisschen privater und sensibler, was ihr da reinschreibt. Deswegen macht das so nicht. Wo finde ich die Anlage, um private Altersvorsorge und Krankenkassenbeiträge zu machen? Arbeite freiberuflich als Hebamme. Auf die Frage generell, welche Anlagen ausfüllen und so weiter, gehe ich jetzt vielleicht einfach direkt einmal ein. Und zwar logge ich mich mal bei Elster Online ein. Elster Online sieht bei euch im Wesentlichen ja auch irgendwie ähnlich aus. Ihr habt irgendeine Möglichkeit, euch hier zu authentifizieren. Das läuft meistens über so ein Elster-Zertifikat oder seit einiger Zeit habt ihr auch also es gibt so eine App, mit der ihr scannen könnt und dann seid ihr quasi auch drin. Und dann solltet ihr euch bitte jedes Mal vernünftig ausloggen, nicht so wie ich. Dann sieht das Ganze bei euch so aus. Und auch unter Formulare und Leistungen, alle Formulare findet ihr die Einkommensteuererklärung. Und die Einkommensteuererklärung müsst ihr ausfüllen für unbeschränkt Steuerpflichtige, zumindest diejenigen, die in Deutschland wohnen und arbeiten. Dann füllt ihr hier einmal 2024 auf und dann könnt ihr hier euren Haushalt auswählen. Hier seht ihr Frau Bastian Neumann, das ist zufälligerweise in einem Haushalt mit mir, also meine Frau. Und wenn ihr jetzt hier geht, ich muss einmal ganz kurz meinen Namen eintragen, wenn ihr da jetzt den Anlagenassistent öffnet, dann wird hier schon gefragt, hast du Krankenversicherung und so weiter zum Angeben. Wenn du das weglassen willst, dann kannst du auch vorgehen ohne. Ich komme gleich zum Punkt. Aber ich würde gerne zurück. Genau. Dann geht ihr hier rein und habt hier alle Anlagen zur Auswahl. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist der Hauptvordruck. Der Hauptvordruck ist quasi die Angaben zu euch. Also das ist, wo wohnt ihr, wie ist die Steuernummer, seid ihr verheiratet und so weiter. Das schreibt ihr alles in den Hauptvordruck rein. Wenn ihr Kinder habt, dann müsst ihr die Anlage Kind auf jeden Fall auswählen. Und was quasi als einziges vorausgewählt sind, ist noch neben dem Hauptvordruck die Anlage Vorsorgeaufwand. In der Anlage Vorsorgeaufwand schreibst du Vorsorgeaufwendung rein. Das heißt Krankenvorsorgeaufwendung und Altersvorsorgeaufwendung. Das heißt, das gilt für alle. Das müsst ihr auch ausfüllen, weil hier habt ihr 100%ig Ausgaben, weil ihr in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet seid, Krankenversicherungen zu zahlen. Und deswegen hier Anlage Vorsorgeaufwand auswählen. Und in dieser Anlage, ich mache das mal kurz fertig, dann sieht das Ganze so aus. Das ist übrigens schon ganz spannend. Was ihr jetzt gerade seht, ist, dass der Daten vom Finanzamt abruft, die da offensichtlich stehen. Was ruft ihr vom Finanzamt ab? Zum Beispiel erstens euer Angestelltenjob, also das, was ihr an Lohnsteuern schon gezahlt habt, das weiß das Finanzamt schon, weil das im Rahmen der Gehaltsabrechnung immer schon ans Finanzamt gemeldet wird. Aber was tatsächlich auch schon ans Finanzamt gemeldet wurde, ist die Höhe eurer Krankenversicherungsbeiträge. Das heißt, ihr geht da dann rein, klicken das mal weg, weil sonst bin ich überflüssig. Dann seht ihr hier auf der linken Seite, seht ihr quasi die Vorlagen, die Anlagen, die ihr ausgewählt habt. Das heißt, der Hauptvordruck und die Anlage Vorsorgeaufwand. Und hier sieht man schon anhand der Farben, meine Beiträge zur inländischen Krankenversicherung sind ja schon vorausgefüllt. Das heißt, das ist quasi Information, die das Finanzamt schon über mich hatte. Und da trägst du quasi den ganzen Kram ein. Jetzt kommen wir soweit. Erstmal hier die Frage, Alexandra, wie zeige ich das bei Safdesk an? Also Safdesk sieht, wenn du dich einloggst, ja irgendwie so aus. Dann gibt es, und jetzt gehen wir erstmal durch und dann beantworten wir gleich nochmal wieder ein paar Fragen, weil wie gesagt, wir kommen ja sowieso zu jedem einzelnen Punkt heute, weil wir einfach die EUR gemeinsam durchgehen. Wenn wir uns einloggen bei Safdesk, sieht das Ganze ungefähr so aus. Die Balken sind wahrscheinlich ein bisschen ausgeprägter bei euch. Wenn es so ein Nebenjob ist, wo ihr ab und zu mal eine Rechnung schreibt, dann sieht das vielleicht eher so aus. Und letztendlich, was ihr unterjährig macht, steht hier schon. Das ist der komplette Workflow. Einmal, ihr schreibt eure eigenen Rechnungen. Dann könnt ihr hier einfach eure Rechnung schreiben, so wie das so aussieht. Oder ihr könnt einfach unter den Produkten, die ihr angelegt habt, einfach suchen. Zum Beispiel ich habe zum Beispiel was habe ich denn angelegt? Digitalisierungsberatung, ein Tag, 2.000 € und dann kann ich das auswählen, kann hier meine Rechnung schreiben und gut ist.
kann auch, keine Ahnung, E-Rechnung draus machen. Ein bisschen selbsterklärend, ehrlicherweise. Das ist jetzt nicht die Raketenwissenschaft, das ist ja auch nicht das, was ihr macht mit einer Steuererklärung, sondern was ihr macht, ist, ihr müsst natürlich für das gesamte Jahr Rechnung schreiben. Ihr solltet bitte dringend alle Ausgaben hochladen, die ihr habt. Das heißt, das könnt ihr dann hier machen, indem ihr die einfach per Drag and Drop dann da hochzieht. Und bitte, bitte, vergesst nicht diese Dinge. So, das sind die schlimmsten, die irgendwo rumfliegen. Das sind die Rechnungen, die ihr quasi überall rumfliegen habt, im Handschuhfach, im Rucksack, in der Jackentasche, wo auch immer. Das sind die Dinge, die ihr bitte nicht vergesst, weil wenn ihr die alle mal sammelt, also hier Reisekosten und die Barausgaben, versucht idealerweise so wenig bar wie möglich zu bezahlen. Zumindest privat ist es mir vollkommen egal, zumindest für eure Selbstständigkeit. Warum? Weil in der Selbstständigkeit müsst ihr das ja irgendwann nochmal rekonstruieren müssen und das ist einfach so viel einfacher, wenn ihr digital bezahlt, weil dann habt ihr die Transaktion schon und dann ist euer Job letztendlich, wenn ihr eine Steuererklärung macht, dass ihr das Bankkonto durchgeht und für jede Transaktion auf dem Bankkonto letztendlich auch eine Ausgabe braucht. Das heißt, ihr habt quasi eure Erinnerungsliste sowieso dabei. Aber das könnt ihr hier halt auch machen, indem ihr einfach Belege hochlädt und dann könnt ihr das jeweils erfassen. Ausgabe, Belegnummer, Belegdatum, Lieferant und so weiter. Das gehe ich mal davon aus, das setze ich jetzt als gegeben voraus, dass ihr das schon gemacht habt, weil wir wollen ja vor allen Dingen die Steuererklärung machen, das Ganze abschließen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr unterjährig sowohl eure Rechnung geschrieben habt, als auch eure Ausgaben hochgeladen habt. Wenn ihr jetzt Kleinunternehmer seid und unterjährig einfach nichts gemacht habt, weil ihr keine Umsatzsteuerverpflichtung habt, dann solltet ihr das natürlich machen. Dann gehe ich davon aus, dass ihr eure Rechnung schon geschrieben habt, weil ihr wollt ja euer Geld bekommen. Dann solltet ihr bitte jetzt fürs gesamte Jahr erstmal alle Ausgaben hochladen. Das heißt, alles einmal hochladen und dann kategorisieren. Was heißt kategorisieren? Es gibt Buchungskonten. Das heißt, hier, das ist alles, glaube ich, selbsterklärend. Lieferant, Beleg, Rechnung, Datum und so weiter. Das ist, glaube ich, jetzt in der Form, da muss ich nichts zu sagen. Das ist relativ selbsterklärend. Wo es viele Fragen zu gibt, ist die jeweilige Kategorie. Und da könnt ihr zum Beispiel eingeben, wenn ich jetzt hier meine Taxirechnung habe, da steht drauf 15 Euro. Wenn ihr 15 Euro fürs Taxi ausgibt, dann könnt ihr hier einfach reinschreiben, was ist es denn? Taxi und dann schlägt er schon die passenden Kategorien vor. Reisekosten Mitarbeiter, wenn ihr nicht selber gereist seid oder aber auch wenn ihr eine GmbH habt, dann seid ihr in eurer GmbH ja angestellt, dann ist das Mitarbeiter. Wenn ihr selbstständig seid, also ein Einzelunternehmen habt und selber Taxi gefahren seid, dann sagt ihr Unternehmer. Dann schreibt ihr den Nettobetrag rein. Das ist manchmal super kompliziert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine Taxirichtung, das ist eine andere, das sind 25 Euro und 7% Umsatzsteuer, dann weiß ich jetzt nicht, was der Netto ist. Dann klickt ihr einfach auf Brutto, schreibt ihr halt den Bruttobetrag rein und sagt dann hier 7% und dann ist fein. That's it. Das müsst ihr für alle eure Ausgaben machen, dass ihr die hier hinterlegt. Punkt. Das ist so das, was ihr machen müsst. Das ist natürlich sehr viel Fleißarbeit, wenn ihr das jetzt noch nicht gemacht habt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr es unterjährig gemacht habt. Aber ich sehe schon unterjährig, monatlich, unterjährig, quartalsweise. Das heißt, viele von euch müssen jetzt keine Ausgaben mehr hochladen. Das erhöht natürlich auch signifikant, ehrlicherweise, den Arbeitsaufwand. Also das, was an der Steuererklärung am meisten Aufwand ist ehrlicherweise das Rechnungsschreiben und das Ausgaben hochladen. Aber dann, ganz, 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 ganz wichtig, ihr seid nicht fertig. Bitte nicht einfach Rechnungen schreiben und Ausgaben hochladen, weil, und das ist wirklich ich würde mal sagen, ein gar nicht so seltener Fehler, aber dann ist eure Einnahmenüberschussrechnung grandios falsch, weil es gilt bei der Steuer, also für die Einnahmenüberschussrechnung, gilt das sogenannte Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das Zufluss-Abfluss-Prinzip besagt, dass eine Ausgabe erst dann eine Ausgabe ist, wenn ihr sie bezahlt und eine Einnahme erst dann eine Einnahme ist, wenn sie euch bezahlt wird. Das heißt, wenn ihr die Einnahmenüberschussrechnung sehen wollt, mit allen Einnahmen und Ausgaben, dann reicht es nicht einfach nur die Rechnung zu schreiben und die Eingangsrechnung zu erfassen, sondern ihr müsst dringendst bitte das Bankkonto durchbuchen. Durchbuchen heißt, ihr klickt auf Bankkonto und müsst dann an jede einzelne
Bankkontotransaktion bitte die jeweilige Rechnung hängen. Das heißt, ihr seht dann alle Transaktionen und müsst dann zu jeder einzelnen Transaktion dann eine entsprechende Rechnung dranhängen. Das heißt, wenn ihr das nicht verknüpft habt, Transaktion mit Beleg, dann zählt er die Ausgangsrechnung und die Eingangsrechnung nicht in eure EUR rein. Und dann kann es sein, dass ihr super viel Arbeit euch gemacht habt, aber letztendlich doch Steuern hinterzieht, weil ihr zum Beispiel die Einnahmen nicht mit den Zahlungen verknüpft habt. Deswegen ganz, ganz wichtig, all das, was ihr tatsächlich gezahlt habt, verknüpfen. Habe ich wirklich häufig schon gesehen. Und das ist super ärgerlich, weil ihr 80-90% der Arbeit gemacht habt und am Ende ist es komplett falsch, was ihr an das Finanzamt abgeschickt habt. Deswegen auf gar keinen Fall weglassen. Ihr solltet idealerweise euer Bankkonto einfach anknüpfen, dann seht ihr, wie ich vorhin gesagt habe, dann ist euer Bankkonto eigentlich eure Checkliste. Ihr braucht für jede einzelne Bankkontotransaktion entweder eine Einnahme oder eine Ausgabe. Das heißt, ihr braucht irgendeine Art von Beleg. Manchmal ist ein Bankkonto an sich selbst auch schon der Beleg. Zum Beispiel für Kontoführungsgebühren. Da kriegt ihr in der Regel keine separate Rechnung. Aber ihr müsst an jede einzelne Bankkontotransaktion irgendwie ein Ausgabenkonto oder ein Einnahmenkonto oder halt ein Beleg hängen. Wenn ihr das nicht gemacht habt, seid ihr auch nicht fertig. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auf die linke Seite gehen und da seht ihr einmal Auswertung. Da klicke ich immer als erstes drauf und denke dann, ach nee, hier wollte ich ja gar nicht hin. Auswertungen sind quasi Auswertungen, die ihr unterjährig braucht, weil euer Vermieter was haben will, eure Bank irgendwas haben will, weil ihr irgendwas braucht, zum Beispiel BWA oder Summen. SUSA steht für Summen- und Saldenliste. Kleiner Schwenk aus meiner Geschichte. Ich habe irgendwann mal eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht, habe im August gestartet. Wann war denn das? 2011? Ich glaube 2011. 2011 habe ich meine Ausbildung angefangen und saß in der Kanzlei und alle haben immer SUSA gesprochen. Und das Ding ist, wir hatten eine Kollegin, die hieß Susanne und die war aber immer nur donnerstags da, aber donnerstags hatte ich Berufsschule. Ich habe ein halbes Jahr gedacht, dass meine Kollegen, wenn sie SUSA sagen, Susanne halt meinen, weil SUSA. Voll logisch für mich. Aber ich habe die auch nie gesehen, weil die immer nur an einem Tag in der Woche da war, an dem ich Berufsschule hatte. Und ich habe das erst so irgendwann so im Winter habe ich es erst gecheckt, dass die ein Auswertungsformat meinen. Deswegen liebe Grüße ans Helpdesk, schreibt das doch aus. Es gibt Leute wie mich, die wissen nicht, dass SUSA Summe- und Saldenliste steht. Summe- und Saldenliste ist übrigens einfach die Liste mit euren Buchungskonten, wo einfach nur quasi draufsteht, was da in dem jeweiligen Jahr passiert ist. So, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal jemand erzählt habe, weil in der Situation, so als Azubi, jung, eingeschüchtert, traust du dich jetzt nicht loszulachen, weil du dich so dumm angestellt hast ein halbes Jahr und dachtest, dass deine Kollegin so heißt wie so ein Auswertungsformat. Wir haben drüber gesprochen. Ihr findet nichts, was ihr braucht unter Auswertung, also nichts, was ihr einmal im Jahr braucht, das, was ihr unterjährig braucht, findet ihr unter Auswertung, sondern das, was wir uns anschauen, ist die einmal im Jahr Arbeit und die einmal im Jahr Arbeit findet ihr auf der linken Seite unter Steuern. Da könnt ihr unterjährig, denn wenn ihr Umsatzsteuervoranmeldung machen müsst, findet ihr das hier. Kommen wir gleich dazu. Nee, vielleicht jetzt noch einmal dazu, weil wir heute ja quasi alles übertragen in die Steuererklärung. Und was ihr ja abgeben müsst, ist auf jeden Fall eine Einkommensteuererklärung. Jeder von euch ist einkommensteuererklärungspflichtig. Das heißt, jeder von euch braucht eine Einnahmenüberschussrechnung und muss die in der Einkommensteuererklärung abgeben. Was alle umsatzsteuerpflichtigen Leute von euch machen müssen, ihr müsst auch eine Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben. Die Umsatzsteuerjahreserklärung, die ist quasi eine Nochmalmeldung der ganzen Umsatzsteuermeldung eines Jahres. Und ihr habt ja, ich habe dir vorhin in den Chat geschrieben, ihr gebt ja Umsatzsteuervoranmeldungen regelmäßig ab. Zum Beispiel quartalsweise, monatlich, quartalsweise und so weiter. Und das macht ihr dann irgendwie zum Beispiel so, dass ihr sagt monatlich und dann habt ihr für 2024 hier für jeden einzelnen Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht. Also ihr könnt die hier dann überall, klickt ihr oben, dann seht ihr ungefähr so ein Ding und dann könnt ihr das direkt hier raus versenden. Und was ganz wichtig ist, ihr habt ja dann für jeden Monat oder jedes Quartal eines Jahres, habt ihr dann natürlich schon eine Meldung abgegeben. Ihr müsst trotzdem, obwohl ihr ja jeden Umsatz und jeden Zeitraum damit schon gemeldet habt, müsst ihr das tatsächlich trotzdem für ein gesamtes Jahr nochmal machen. Das ist die Umsatzsteuerjahreserklärung. Die ist auch fällig übermorgen.
Und das ist immer super ärgerlich gewesen, das für ein ganzes Jahr zu machen, weil ihr müsstet jetzt theoretisch mit dem Taschenrechner hingehen und jeden einzelnen Monat separat zusammenrechnen. Und das hatten viele Buchhaltungsprogramme nicht, aber was ihr natürlich einfach machen könnt, ist, ihr klickt einfach auf jährlich und dann habt ihr die Daten, okay, 24 fürs entsprechende Jahr und dann seht ihr, das sind nochmal die Daten, die ihr jetzt noch einmal in die Umsatzsteuerjahreserklärung eintragen müsst. Die könnt ihr hier leider nicht übertragen, das müsst ihr über Elster online machen, machen wir gleich, aber hier bekommt ihr die Zahlen her. Das heißt, ihr geht letztendlich in die Umsatzsteuervoranmeldung, schaut euch einfach das gesamte Jahr an und damit seht ihr hier dann jeweils auch die Felder und die Bemessungsgrundlage und die Umsätze. Das heißt, das ist schon mal die Quelle für eure Umsatzsteuererklärung, die ihr abgeben müsst, wenn ihr halt umsatzsteuerpflichtig seid. Genau. Und die Grundlage für die Gewerbesteuererklärung und für die Einkommensteuererklärung ist letztendlich euer Gewinn. Und der Gewinn wird berechnet in der EUR, also Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, ihr klickt hier drauf und seht dann hier die jeweiligen Jahreszahlen auch oder halt auch für Quartal und so weiter. Aber wir machen ja eine Steuererklärung immer fürs gesamte Jahr und dann könnt ihr das jeweils ausklappen und seht dann hier jeweils die Beschreibung und die Zeile. Diese Nummer ist extrem wichtig, weil das ist exakt die Nummer, die ihr bei Elster Online findet. Das heißt, hier ist wirklich exakt geschrieben, jetzt bitte in Feld 12 0 reinschreiben, in Feld 15 14.000 reinschreiben, in Feld 17 2.660 reinschreiben. Ist also relativ straightforward. Da ist jetzt keine große Komplexität, weil das halt so eingetragen ist. Und das habe ich tatsächlich gerade gehört und gesehen, dass das nicht bei allen so aussieht. Also das scheint zumindest bei alten Safdesk-Accounts nicht so zu sein, wenn ich richtig liege. Lisa stellt noch eine sehr gute Frage. Sehr gute Frage, kommen wir nachher auch sowieso noch dazu. Wie kennzeichne ich bei Safdesk, wenn ich mir ein Gehalt von meinem Geschäftskonto auf mein privates Konto überweise? Das ist, wenn du ein Einzelunternehmen hast, kein Gehalt, es ist einfach nur eine Privatentnahme. Dies kategorisierst du mit privat. That's it. Beziehungsweise Steuerrücklagen vom Steuerkonto auf mein Geschäftskonto. Es ist eine Privateinlage oder eine Privatentnahme. Das heißt irgendwas mit privat. Weil du hast, also als Selbstständiger hat man kein Gehalt, sondern man lebt quasi einfach von dem, was übrig ist. Das ist auch egal, ob das Geld auf welchem Konto es liegt. Die Berechnung ist immer die gleiche. Man rechnet alle Betriebseinnahmen aus, man rechnet alle Betriebsausgaben aus und das minus das ergibt den Gewinn und darauf wird die Steuer berechnet. Was ihr übrigens für Copy und Paste natürlich machen könnt, ihr könnt das Ganze als PDF runterladen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Dann habt ihr halt ein PDF, also so mache ich persönlich immer, könnt ihr euch das auf die eine Bildschirmseite schieben und auf der anderen Seite macht ihr den Copy-Paste. Das fühlt sich immer so ein bisschen doof an, aber es gibt halt nicht das eine Programm, in dem man so quasi seine ganzen Daten einfach komplett alles machen kann. Es gibt einmal die Buchhaltungsprogramme und die Steuerprogramme. Es gibt nur wenige voll integrierte Wir machen alles für dich Programme. Aber es ist schon mal eine Riesenerleichterung, wenn man hier einfach die Elster-Felder stehen hat, weil dann ist halt auch schnell erledigt, ehrlicherweise. Wie verbucht man Cashback von meiner Bank in Safdesk? Cashback ist umsatzsteuerpflichtige Einnahmen. Das heißt, das buchst du letztendlich als Betriebseinnahmen, umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen. Das mit 19% Umsatzsteuer. Weil das immer, vielleicht kann man das so pauschal, doch, man kann es so pauschal sagen, vorhin schon eben gesagt, so, wenn irgendwo nicht explizit eine Befreiung steht, dann könnt ihr immer davon ausgehen, es ist steuerpflichtig. Und voll steuerpflichtig heißt, es ist eine Betriebseinnahme, das erhöht nämlich deinen Gewinn und ist auch umsatzsteuerpflichtig, weil es gibt im Umsatzsteuergesetz keine Befreiungsvorschrift für irgendwie Cashback-Zahlung. Tauchen die Privatentnahmen in der EUR auf und wenn ja, wie? Ja, aber sind steuerlich komplett irrelevant. Das sieht man tatsächlich hier auch. Man rechnet damit nicht einfach nur Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben ist der steuerliche Gewinn und Verlust, sondern drunter steht noch zusätzliche Angaben bei Einzelunternehmen. Und hier steht dann Entnahmen, einschließlich Sachleistungs- und Nutzungsentnahmen, aber es ist vor allen Dingen die Gelder, die man sich ausgezahlt hat. Deswegen sollte man das unbedingt auf dem Bankkonto schon als privat kategorisieren, damit hier dann jeweils die Zahl steht. Weil in Feld 106 musst du die Privatentnahmen eintragen und in Feld 107 die Privateinlagen.
Also sowohl inklusive Sachleistungen und so den ganzen Kram, aber tatsächlich letztendlich auch einfach die Geldtransfers, die du da zwischen Privat- und Geschäftskonto hattest. Dann wäre der gezahlte Cashback-Betrag brutto und die Umsatzsteuer ist nirgends ausgewiesen. Richtig, die Umsatzsteuer müsstest du ja ausweisen, weil für Cashback bist du ja quasi der Geldempfänger, das heißt, du bist das leistende Unternehmen. Die Leistung war jetzt nicht so besonders groß, weil du wahrscheinlich einfach nur eine bestimmte Kreditkarte benutzt hast oder einen Freund geworben hast oder was auch immer, aber du bist quasi das leistende Unternehmen. Du müsstest diese Rechnung ja schreiben für das Geld, was du bekommen hast. Payback zählt dann auch als Cashback. Ja, also vielleicht da nochmal ein ganz blödes Thema. Ihr müsst also letztendlich all das Geld, was euch zurückfließt oder alle Vorteile, die ihr erlangt durch Betriebsausgaben, gehören dem Betrieb. Die könnt ihr nicht einfach privat benutzen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich, also wenn es, und wichtig, ich sage das dazu, wenn ihr 100% sauber sein wollt, dann habt ihr eine berufliche Cashback-Karte und eine private Cashback-Karte. Und das Berufliche ist dann Cashback und die nutzt ihr dann quasi auch das Einlösen und so weiter, nutzt ihr nur im Rahmen eurer Selbstständigkeit und das Private nur privat. Und absurd wird es dann, wenn wir darüber reden, wir haben Kreditkarten, die Meilen sammeln oder so. Wenn ihr Betriebsausgaben regelmäßig über diese eine Kreditkarte laufen lasst und die dann privat für Urlaubsreisen und so weiter verfliegt, ist das eine Entnahme. Ihr entnehmt ja den Wert, den ihr beruflich aufgebaut habt. Und das ist eine Entnahme. Und die müsste theoretisch, also diesen Wert, den könnt ihr nicht einfach privat in Urlaubsreisen stecken. Streng genommen. Macht jeder, I don't know. Aber theoretisch muss all das, was ihr betrieblich, beruflich erlangt, ist quasi gehört euch, also gehört dann dem Unternehmen und ist dann entsprechend umsatzsteuerpflichtig. Und deswegen sind beruflich erwirtschaftete Cashback-Beträge auch steuerpflichtig. Und theoretisch halt auch beruflich erwirtschaftete Meilen, die ihr habt. Und alles, was privat ist, ist halt privat und müsst ihr keine Steuern drauf bezahlen. Also müsst ihr keinen, es gibt einen Freibetrag, das sind sonstige Einkünfte. Wenn der Betrag jetzt extrem groß ist, dann wird das irgendwann in der privaten Steuererklärung dann auch irgendwann steuerpflichtig, aber standardmäßig erstmal nicht. Wie verbuche ich Geschenke oder reduzierte Artikel im Direktvertrieb als Kleinunternehmer? Die Frage verstehe ich nicht genau. Du bekommst Geschenke, also du bekommst Geschenke für etwas, was du machst, oder du bekommst Dinge äußerst günstig. Dann brauchst du idealerweise einen Beleg darüber, wie viel Wert das Ganze hat. Und dann ist das tatsächlich was tatsächlich passiert, gehen wir davon aus, du bekommst ein iPhone für 1.000 Euro geschenkt, oder machen es noch praktischer, du bist hier Direktvertrieb. Du kriegst eine Rolex geschenkt, weil du irgendein Ziel erreicht hast, 10.000 Euro. Und diese Rolex bekommst du. Die ist aber eine Art Bezahlung. Und was du dann machen müsstest, du müsstest eine 10.000 Euro Rechnung schreiben und die dann quasi an den Schenkenden geben. Musst jetzt, wenn er kein Interesse an der Rechnung hat, musst du sie nicht rausschicken, aber du schreibst eine Rechnung über 10.000 Euro und diese 10.000 Euro Rechnung wird halt nicht in Geld bezahlt, sondern wird in Form einer Rolex bezahlt. Und das erhöht dann ja entsprechend deinen Umsatz, weil du diese Rechnung hast, die dir bezahlt wurde. Diese 10.000 Euro Transaktion, die siehst du natürlich nicht auf deinem Bankkonto, aber du kannst eine Rechnung trotzdem, also wenn du hier keine Ahnung, schreibst hier drüber eine Rechnung und sagst dann, diese Rechnung wurde bezahlt und dann markierst du sie als bezahlt und sie wurde dann halt entsprechend nicht vom Bankkonto bezahlt, sondern privat und auch nicht in Geld, sondern halt in Form einer Rolex. Und das erhöht dann, kannst du dir auch selber ausrechnen, erhöht natürlich deinen Umsatz und deinen Gewinn und dann musst du darauf entsprechend Steuern zahlen. Das heißt, Geschenke sind äußerst gefährlich, weil das bei weitem nicht steuerfrei ist. Also du musst letztendlich darauf Steuern bezahlen, auch wenn du auf irgendwelchen Events eingeladen wurdest. Ich werde auch ab und zu mal so auf Events eingeladen und so und wenn ich dann höre, das Ticket kostet 700 Euro, dann denke ich mir, na, herzlichen Dank auch.
Die 700 Euro waren nicht for free für mich, sondern was ich hier machen musste, ist, dass muss ich da trotzdem einen Steuersatz drauf zahlen. Wenn ich 30% Steuersatz habe, dann ist ein 700-Euro-Ticket, kostet mich dann halt auch entspannte 30% von 700 Euro, sind dann 210 Euro. Das heißt, eingeladen zu werden, kann unter Umständen gar nicht mal so attraktiv sein. Lasst euch nicht in Gegenständen oder physischen Sachen bezahlen, wenn ihr das nicht unbedingt haben wollt. Wir waren bei der Einnahmenüberschussrechnung. Wir haben diese Struktur, wie sie aussieht, mit den jeweiligen Feldern, mit den jeweiligen Angaben. Auch das ist vielleicht noch ganz spannend, wenn ihr euch jetzt überlegt, was steckt denn da nochmal dahinter? Kann ich mir das nochmal angucken? Dann kannst du auch draufklicken und dann könnt ihr euch da jeweils nochmal die Rechnung anschauen, was denn das jeweils war. Das ist bei den Umsätzen jetzt nicht so notwendig, aber wenn man sich dann, ich würde mal sagen, Steuererklärung machen, ist ja auch so ein bisschen Selbstreflexion, wenn man sich dann überlegt, Raumkosten, Grundstücksaufwendung, na gut, Miete, Pacht ist auch noch logisch, sonstige betriebliche Aufwendungen, wenn ihr dann überlegt, 22,90 für Rechts- und Steuerberatung, Safdesk-Rechnung, okay, dann könnt ihr das halt nochmal schnell nachprüfen. Das heißt, das ist so, Steuererklärung ist ja so ein bisschen Reflex, ihr wisst es selber, Reflexionszeit, Anlass. Und damit würde ich vorschlagen, wir gehen rein in Elster und übertragen den ganzen Kram einfach. Also so ist das, wie ich es praktisch auch echt mache. Meistens habe ich 2 Bildschirme. Ich kann jetzt schlecht 2 Bildschirme übertragen, ehrlicherweise. Deswegen machen wir das Ganze einfach so. So seht ihr das. Theoretisch habe ich aber 2 Bildschirme und das ist letztendlich so, wie ich eine Einnahmenüberschussrechnung erstelle. So sieht das Setup aus. Wir gehen hier auf der linken Seite in alle Formulare, hier Formulare und Leistung, in alle Formulare und sehen dann hier alle Formulare, die wir nutzen können in Elster Online. Was ein bisschen verwirrend ist, dass ihr ja, haben wir darüber gesprochen, eine Einkommensteuererklärung machen müsst, eine Umsatzsteuererklärung machen müsst und eine Gewerbesteuererklärung machen müsst. Nicht jeder muss alle davon machen. Ich hoffe, euch ist klar, wer was machen muss. Wenn nicht, dann gerne schreien, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr abgeben müsst. Wir fangen an mit der Einkommensteuererklärung. Und das Verwirrende bei der Einkommensteuererklärung ist, die haben wir uns gerade angeschaut, die findet ihr oben natürlich, Einkommensteuererklärung, dann Einkommensteuererklärung für unbeschränkt Steuerpflichtige, aber hier findet ihr nicht die Anlage EUR. Wir haben das ja alles schon eben mal gehabt. Wir gehen hier einmal rein. Wir sagen, ich will meine Steuererklärung machen, schauen uns einmal die ganzen Anlagen an. Und letztendlich besteht eine Einkommensteuererklärung aus einem Hauptvordruck und den Anlagen. Das ist so wie früher. Früher hat man halt so die Papierformulare gehabt und da gab es auch man nennt den Hauptvordruck auch Mantelbogen. Das ist quasi so, also eine Seite, so eine Doppelseite gewesen, die hat man so aufgeklappt und dann gab es lauter einzelne Formulare, die man dann nehmen konnte und ausgefüllt hat und die hat man quasi reingemacht. Und der Mantelbogen, der hat das quasi so ummantelt und dann hat er seine Steuererklärung, hat den Briefumschlag gepackt oder selber ins Finanzamt gebracht und das war es quasi. Und deswegen sieht auch keine Steuererklärung von uns gleich aus. Also diejenigen, die ein Kind von uns haben, die haben halt noch die Anlage Kind und wählen das aus. Diejenigen, die einen Angestelltenjob haben, die wählen die Anlage N für nicht selbstständige Arbeit. Diejenigen, die Renten beziehen, die wählen noch die Anlage R aus für Renten. Dann gibt es noch die Anlage V für Vermietungseinkünfte, V-FEWO für V-Ferienwohnung, für kurzfristige Vermietung, Anlage CAP für Kapitaleinkünfte, Anlage G für Gewerbetreibende, das heißt, das ist etwas, hier steht es auch drüber, für Selbstständige und Unternehmer sind die relevant. Das heißt, ihr Anlage G, wenn ihr gewerbetreibend seid. Das heißt, ihr müsst die Anlage G und Anlage EUR abgeben. Wenn ihr freiberuflich seid, das ist immer extrem verwirrend, es gibt keine Anlage F für Freiberuflichkeit, sondern im Einkommensteuergesetz heißt das dann selbstständige Arbeit und wenn ihr freiberuflich seid, füllt ihr die Anlage S aus. Natürlich seid ihr als Gewerbetreibender auch selbstständig, aber nicht nach dem Einkommensteuergesetz. Das Einkommensteuergesetz unterscheidet zwischen Gewerbebetrieb und selbstständige Arbeit, aka Freiberuflichkeit. Das heißt, die Freiberufler unter euch, die klicken hier noch einen Haken, klicken das hier einmal an und geben zusätzlich die EUR an. Die Land- und Forstwirte unter euch, die klicken das auch noch einmal an. Dann gibt es 34b, das ist für außerordentliche Holznutzung.
wenn heute hier eine außerordentliche Holznutzung hat, dann erkläre ich das Formular heute auch, ansonsten würde ich es weglassen. Dann, falls noch mit Corona-Hilfen irgendwas war 2024, eigentlich sollte das durch sein, hoffentlich, beziehungsweise wenn das für euch relevant ist, dann geht das hier um die letzten Corona-Auszahlungen von Corona-Hilfen und die konntet ihr ehrlicherweise sowieso nicht ohne Steuerberater beantragen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wenn ihr dieses Formular bräuchtet, müsstet ihr sowieso einen Steuerberater haben. Und Zinsschranke ist eigentlich auch irrelevant. Das heißt aber, das sind die für die Selbstständigen relevanten sind. Und was fällt uns auf? Es gibt keine Anlage EUER. Das ist ein wenig verwirrend, weil die steht gar nicht in der Einkommensteuererklärung drin. Deswegen, wir gehen hier einmal raus, gehen einmal wieder in alle Formulare, ohne Speichern verlassen. Wir gehen einmal in Formulare und Leistungen, alle Formulare. Die findet ihr nämlich nicht unter Einkommensteuererklärung, die Anlage EUER, sondern die findet ihr unter Gewinnermittlung, Einnahmenüberschussrechnung, Anlage EUER. Die müsst ihr trotzdem abgeben. Also so im übertragenen Sinne ist das trotzdem eine Anlage zur Einkommensteuererklärung, auch wenn sie nicht unter Einkommensteuererklärung steht. Kurze Erklärung, warum ist das so? Es könnte sein, dass eure Selbstständigkeit woanders angemeldet ist, als ihr wohnt. Und die Finanzämter unterscheiden zwischen quasi privaten Steuern und beruflichen Steuern. Und ihr müsst quasi die Steuererklärung für eure Selbstständigkeit dort abgeben, wo eure Selbstständigkeit angemeldet ist. Und wenn das da wo ihr quasi eure Selbstständigkeit angemeldet habt, wenn ihr da ein anderes Finanzamt habt, dann ist das quasi euer Betriebssitzfinanzamt und dann gebt ihr beim Betriebssitzfinanzamt die Anlage EUER ab und bei eurem Wohnsitzfinanzamt die private Steuererklärung und die private Steuererklärung ist die Einkommensteuererklärung mit allen anderen Anlagen. Das heißt, dann schickt ihr quasi die Anlage EUER an ein anderes Finanzamt als den Rest der Einkommensteuererklärung. Ihr schickt übrigens, findet ihr jetzt hier jeweils auch, die Umsatzsteuererklärung, also die Umsatzsteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung auch jeweils an das Betriebssitzfinanzamt, beziehungsweise bei der Gewerbesteuer unter Umständen an die Gemeinde oder das Land. Also nicht das Land, an die Gemeinde oder die Stadt, wo ihr angemeldet seid. Aber wichtig, da ist immer das, wo eure Selbstständigkeit angemeldet ist, relevant. Wenn ihr zu Hause eure Selbstständigkeit angemeldet habt, zu Hause arbeitet, ist es natürlich genau das Gleiche und dann ist eigentlich auch alles egal. Aber dann findet ihr natürlich trotzdem die Anlage EUER hier und nicht unter der Einkommensteuererklärung. Wir gehen dann einmal in die Einnahmenüberschussrechnung rein. Das heißt, wir klicken auch hier einfach drauf. Wir wählen das Jahr aus. 2024 ist es fällig. Und dann könnt ihr Daten übernehmen. Daten übernehmen ist eigentlich immer ganz praktisch. Und zwar, wenn ihr das Vorjahr gemacht habt. Also wenn ich 2023 in Elster Online gemacht hätte, könnte ich jetzt sagen, Datenübernahme fortfahren. Und dann wählt er quasi einfach dann überträgt er eigentlich einfach das Vorjahr. Das ist deswegen ganz entspannt, weil die ganzen Stammdaten von euch, also wo ihr wohnt, welche Steuernummer ihr habt und den ganzen Kram, der hat sich seit letztem Jahr wahrscheinlich ja nicht geändert. Das heißt, was ihr natürlich jedes Jahr neu eintragen müsst, sind eure Umsätze und eure Ausgaben und so weiter, aber jetzt eure Stamminformationen, die müsst ihr ja nicht. Also die ändern sich insoweit nicht. Das heißt, da könnt ihr dann mit Datenübernahme fortfahren. Wie ihr seht, habe ich aber im letzten Jahr in Elster Online gar nichts abgegeben. Deswegen muss ich ohne fortfahren. Dann habt ihr tatsächlich zur Anlage, jetzt wird's witzig, zur Anlage EUER habt ihr noch weitere Anlagen. Das heißt, ihr habt einmal die standardmäßige Anlage EUER und dann habt ihr noch die Anlage AV EUER, das ist auch noch die einzige, die irgendwie relevant sind, und zwar steht die für Anlagevermögen zur Anlage EUER. Das heißt, immer dann, wenn ihr Wirtschaftsgüter habt, die ihr quasi langfristig im Unternehmen halten wollt, dann oder was heißt halten wollt, sobald ihr etwas kauft, was dauerhaft eurer Selbstständigkeit dienen soll und über 800 € netto kostet, müsst ihr es abschreiben. Das heißt, ein Smartphone beispielsweise, ein Schreibtisch. Ich habe letztes Jahr ein Regal gekauft. Also ich habe meine eigene Steuererklärung habe ich am Wochenende gemacht. Und ich habe letztes Jahr für mein Büro ein Regal gekauft. Und Büroeinrichtung muss über 13 Jahre abgeschrieben werden. Über 13 Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Regal in 13 Jahren da noch steht. Aber es wird jetzt für 13 Jahre abgeschrieben. Und abgeschrieben heißt ja, das hat, keine Ahnung, 3.000 € gekostet.
Ganz blöd, kann ich nicht im Kopf rechnen. Gehen wir mal davon aus, mein Regal hätte 3.900 Euro gekostet. Dann kann ich jetzt nicht 3.900 Euro sofort im Jahr 2024 steuerlich geltend machen, sondern muss diese 3.900 Euro durch 13 teilen. Und 3.900 durch 13 sind 300 Euro. Und dann kann ich quasi jedes Jahr 300 Euro absetzen oder jeden Monat 25 Euro. Und dann habe ich in 13 Jahren auch das Geld abgesetzt, also auch die kompletten 3.900 Euro abgesetzt. Aber deswegen muss ich natürlich jedes Jahr quasi dokumentieren, was ist da im Anlagevermögen, wie viel war der Wert am 1. Januar und wie viel war der Wert am 31.12. und so weiter. Und das ist quasi das Anlagevermögen, so ein Anlagespiegel. Und dafür gibt man die Anlage AVEUR ab. Das heißt, dann hakt ihr das an. Alles andere sind so ein bisschen, so alles irgendwie Ausnahmefälle. Die würde ich jetzt alle, glaube ich, ehrlicherweise weglassen, weil das den Rahmen vollkommen sprengt. Dann beantworte ich lieber noch so ein bisschen Fragen, so Land- und Forstwirtschaft. Man sieht das immer, wenn man so drüber geht. Ergänzungsrechnung bei Personengesellschaften ist sowieso bei euch jetzt nicht so relevant. Hier Anlage SE ist Sonderberechnung nach § 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz. Wie auch immer. Teilweise so Überleitungsrechnung, wenn ihr Gewinnermittlungsart ergänzt und so ein Kram. Höhenverstellbarer Schreibtisch, zählt das auch dazu? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schneller abwählbar ist. Wir können gleich mal schauen, wo und wie man das erfasst jeweils. Aber Chi Unreal schreibt, und was ist, wenn dein Regal nach 5 Jahren kaputt geht und verkauft wird? Also wenn es kaputt geht, dann kann man es einmalig außerplanmäßig abschreiben. Das heißt, nach 5 Jahren ist von den 3.500 Euro, ja, keine Ahnung, noch 2.000 Euro übrig ungefähr. Und dann kann ich, wenn es denn kaputt geht, diese 2.500 quasi zum Zeitpunkt des Kaputtgehens komplett abschreiben, weil es, nachdem es kaputt gegangen ist, halt auch keinen Wert mehr hat. Wenn ich das verkaufe, dann muss ich den Verkaufserlös quasi als Umsatz buchen und kann aber dagegen rechnen, quasi das Ausbuchen, also das auf Null setzen des Anlagevermögens. Das macht man, wenn man Dinge verkauft, dann hat man einmal die Einnahmen, das ist der Umsatz, und man hat auf der Gegenseite dann die Ausgaben, das ist quasi die Wertreduzierung auf Null. Genau, das passiert. Und man kann auch zwischendrin, also wichtiger, spannender ist natürlich bei Autos oder so, oder bei Handys, ehrlicherweise. Handys muss man auch es ist Wahnsinn, finde ich, ehrlicherweise. Handys muss man abschreiben über 5 Jahre. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das Handy ist noch keine 5 Jahre alt. Ich neige dazu, Handys sehr viel schneller zu verbrauchen als 5 Jahre. Und ich habe auch... Ich habe immer keine Handyhülle, weil ich es nett finde, sondern ich habe eine Handyhülle. Ich habe immer ohne Hülle und ich fange an, Handyhüllen zu benutzen, wenn ich von der Rückseite Splitter in den Fingern habe. Dann nehme ich eine Handyhülle. Das heißt, für mich sind Handyhüllen nur dafür da, mich vom Handy zu schützen und nicht das Handy vor der Umwelt zu schützen. deswegen benutze ich so einen Kram. Und das Ding ist, keine Ahnung, 2 Jahre alt, nicht mal wahrscheinlich. Und die reduzieren sich dann natürlich deutlich im Wert. Hat das noch einen Wert? Ja. Ist es eine ganze Ecke weniger als das, was theoretisch in der Buchhaltung steht? Ja. Und dann kann man auch außerplanmäßig auf einen niedrigeren Wert abschreiben. Stark das Finanzamt was, wenn man sich beispielsweise 2 höhenverstellbare Schreibtische gekauft hat, habe mir und meiner Partnerin eingekauft. Das solltest du vielleicht nicht ins Internet schreiben. Du hast dir selbst 2 gekauft, weil du einfach ein bisschen mehr Platz brauchtest. Und dann ist dagegen natürlich gar nichts anzuwenden. Nein, werden sie nicht sagen. Also vor allen Dingen, weil deine Partnerin dir ja manchmal hilft bei deiner Arbeit. Und es ist sowieso schon, also eigentlich ist es ein Entgegenkommen von dir gegenüber dem Finanzamt, dass du nicht deiner Partnerin auch noch ein Gehalt bezahlst für die Arbeit, die sie ja für dich an dem Schreibtisch erledigt. Weil theoretisch müsstest du ihr ein Gehalt bezahlen und das wäre ja signifikant teurer, als einfach nur einen Schreibtisch hinzustellen. Deswegen bin ich meiner Meinung davon überzeugt, natürlich kannst du das absetzen. Nein, also faktisch kannst du ja auch für deine Mitarbeiter Schreibtische kaufen. Und nur weil du deine Mitarbeiter nicht bezahlst. Simon fragt, wenn das Handy weniger als 800 Euro kostet, wichtig, 800 Euro sind netto, dann kann man das als GWG kategorisieren, oder? Ja, genau. Dann kannst du es eigentlich direkt, du kannst es auch genau auf irgendein Aufwandskonto dann packen. Telefon oder so. Deswegen vielleicht darauf achten, weil 800 Euro netto sind 952 Euro brutto. Das heißt, und für 952 Euro Ladenpreis kriegt man ja schon auch Handys. Und gerade vielleicht, wenn man noch irgendwo keine Ahnung, ein paar Rabatte bekommt oder so. So,
Wir sind in Elster, wir haben auf der rechten Seite unsere EUR gemacht, die Buchhaltung abgeschlossen, hier haben wir die ganzen Daten, wir können das entweder so direkt hier rausnehmen, die Daten, oder aber, wie ich gesagt habe, ihr könnt die einfach als PDF runterladen, dann sieht das Ganze so aus. Das ist das, was ich ehrlicherweise relativ häufig mache, weil hier sich einfach ein bisschen schneller rauskopieren lässt. Das andere ist zwar nett und schön animiert, aber es ist dann doch schon so ein bisschen, es nimmt mehr Platz weg, quasi. Was ihr machen könnt übrigens noch in der Ansicht, das geht dann vielleicht ein bisschen schneller, ist, dass ihr einfach die Konten mit 0 ausblendet. Dann wird das Ganze eine ganze Ecke kürzer und dann auch deutlich schneller. Weil, ihr seht hier ja überall die Zahlen, also hier zum Beispiel die Zeile 15 und ihr seht bei Elster, hier auf der linken Seite seht ihr erstmal ich würde mal sagen, den Aufbau der Anlage EUR. Und wenn ihr da dann, ich nehme mal die allgemeinen Angaben, da geht es, können wir ja mal kurz durchgehen, das geht um den Namen des steuerpflichtigen, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, das Wirtschaftsjahr, das heißt von wann bis wann lief eigentlich euer Wirtschaftsjahr. Wenn ihr selbstständig seid, dann steht hier immer 1. Januar bis 31.12. Eure Wirtschaftsidentifikationsnummer, wenn ihr schon eine bekommen habt, Art des Betriebs, also was macht ihr inhaltlich eigentlich, die Rechtsform, da seid ihr ein Halleluja, irgendwas mit natürlicher Person zum Beispiel, sonstige natürliche Person. Es gibt hier nicht so 100% richtig und falsch. Ich hatte letztens auch eine Diskussion im Kommentarbereich unter einem Video. Also es gibt eine sonstige, ihr seid eine natürliche Person. Angehörige der freien Berufe sind alle Freiberufler unter euch und eine sonstige selbstständig tätige Person ist meiner Meinung nach auch in Ordnung. Das hat auch keine Ahnung, das hat wahrscheinlich statistische Gründe, warum das gefragt wird. Steuerlich macht das genau gar nichts für euch. Genau, Einkunftsart, da entscheidet ihr jetzt, oder was heißt ihr entscheidet hier, ihr müsst hier eintragen, ihr entscheidet es nicht hier, es ist jetzt hier einfach so. Das heißt, ihr sagt, seid ihr ein Gewerbebetrieb oder seid ihr freiberuflich oder halt Land- und Forstwirtschaft, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele. Wer ist der Betriebsinhaber? Das ist die Person, also entweder der Ehepartner, also wenn ich jetzt die Steuererklärung mache für meine Frau und mich, dann würde ich mich hier eintragen. Oder auch wenn ich es alleine mache, dann ist halt die steuerpflichtige Person. Wenn es der Ehepartner ist, also ich eine Steuererklärung mache für meine, also eine gemeinsame Steuererklärung mit meiner Frau mache und sie ist die Selbstständige, dann klicke ich hier. War übrigens über viele Jahre immer der Fall. Private Story aus meinem Leben. Weil ich habe sehr früh, sehr umfangreich immer irgendwie eine GmbH gehabt und war dann angestellt in meiner GmbH und hatte darüber einfach nur einen Angestelltenjob in meinem eigenen Unternehmen. Aber deswegen war in der Steuererklärung ganz häufig meine Frau. Das ja. Genau, und dann so Angaben, wurde das Wirtschaftsjahr beendet und so weiter. Muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe vor gar nicht so allzu langer Zeit tatsächlich auf diesem Kanal ein sehr umfangreiches Tutorial zur Anlage EUR hochgeladen. Das heißt, ihr könnt das auch Klick für Klick da anschauen. Da bin ich auch durch die ganzen Felder gegangen. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail komplett hier nochmal wiederholen. Das ist auch sehr, 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 sehr aktuell. Also das ist vor 2,5 Wochen online gegangen. Aber wie gesagt, hier oben geht es erstmal so um allgemeine Angaben, Mitwirkungen bei der Anfertigung der Steuererklärung. Schreibt hier bitte nicht rein, Melchior aus dem Internet. Macht das nicht. Hier schreibt ihr im Zweifel euren Steuerberater rein, aber wenn ihr einen Steuerberater habt, dann füllt ihr hoffentlich den ganzen Scheiß nicht selber aus, sondern macht der das für euch. Was dann wichtig ist, oder das Kernelement, ehrlicherweise auch der EUR, sind die Betriebseinnahmen, die Betriebsausgaben, Ermittlung des Gewinns. Und das kommt uns ja schon bekannt vor. Auf der linken Seite sehen wir die Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben, steuerpflichtiger Gewinn. Außerdem steht hier unten noch zusätzliche Angaben bei Einzelunternehmen. Hier steht auch zusätzliche Angaben bei Einzelunternehmen. Herzlichen Dank auch bei Safdesk, nämlich seitdem sie da das Update gemacht haben, sah früher anders aus, dann ist das tatsächlich, seitdem ist das tatsächlich so simpel, weil es einfach komplett identisch übertragen worden ist. Ich will, dass diese roten Warnhinweise weg sind. Geht nicht. Später korrigieren. Also seitdem ist das 1:1 genau das gleiche. Und hier seht ihr jetzt Betriebseinnahmen. Wir gehen in die Betriebseinnahmen, klicken das mal auf und dann sehen wir hier Zeile 15 und hier steht Zeile 12. Okay, Zeile 12 ist irrelevant. Betriebseinnahmen als umsatzsteuerpflichtiger Kleinunternehmer brauchen wir nicht. Dann haben wir Zeile 13, haben wir auch nicht. Dann haben wir Zeile 14, haben wir auch nicht. Was wir nämlich haben, ist Zeile 15. Fantastisch. Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen
ohne solche zum ermäßigten Steuersatz von 0%. Fantastisch. Hier steht Zeile 15, soll ich eintragen 14.000 Euro. Dann geht ihr hier rein, schreibt 14.000 Euro und schreibt hier, das ist immer so ein bisschen wild. Man muss immer eine Bezeichnung reinschreiben und einen Betrag. Das ist, finde ich, so unnötig, weil soll das für eine Bezeichnung sein? Ja, das sind halt die Betriebseinnahmen. Und das genau so mache ich es ehrlicherweise auch. Ich schreibe hier einfach Betriebseinnahmen rein. Und sage dann, okay, passt. Und dann habe ich das ja eingetragen. Ich kann jetzt auch zusätzliche Daten einfügen. Ich kriege da relativ häufig die Frage, muss ich hier jetzt jede einzelne Position eintragen? Weil diese Betriebseinnahmen ist zwar jetzt einfach nur die Auswertung, aber wenn ich hier draufklicke, sehe ich, es sind ja 3 Rechnungen. Soll ich hier jetzt 3 Rechnungen jeweils reinschreiben? Bitte nein. Das ist nicht notwendig, weil das ist ja unter Umständen brutal viel. Also das ist bei hier in meinem Beispiel ist das jetzt noch relativ einfach, ehrlicherweise. Wo es deutlich schwieriger wird, ist, wenn ihr dann, keine Ahnung, Reisekosten habt und ihr seid beruflich einfach viel unterwegs, irgendwie mit, keine Ahnung, öffentlichem Nahverkehr und dann habt ihr jeden Tag 3 Rechnungen und seid aber an 200 Tagen unterwegs, dann müsstet ihr ja 600 Mal neue Daten einfügen. Braucht ihr nicht, wenn ihr ein Buchhaltungsprogramm habt, dann könnt ihr tatsächlich hier einfach die Summen nehmen. Aber damit ist umso mehr die Bezeichnung vollkommen unnötig. Dann Betriebseinnahmen, achso nee, hier genau, wir sind bei Zeile 16 ist auch nicht notwendig, Zeile 17 ist vereinnahmte Umsatzsteuer sowie Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgaben. Hier steht 17 2.660 Euro und dann geht ihr rein 2.660 Euro und sagt hier vereinnahmte Umsatzsteuer, also schreibt ihr rein Umsatzsteuer. Punkt. Damit seid ihr, oder ich in dem Fall, bin mit den Betriebseinnahmen schon fertig. Und dann kann ich hier auf die linke Seite gehen und sage, jetzt gehe ich zu den Betriebsausgaben. Und die laufen exakt genauso ab. So, Absetzung für Abnutzung. Hier habe ich schon Sachen eingetragen. Die werden tatsächlich dann, wenn man die AVEUR hat, die trägt man tatsächlich in der AVEUR an, weil darüber man ja seine Abschreibungen macht. Genau, auf der Ausgabenseite macht man das letztendlich genauso, wie wir es auf der Einnahmenseite gemacht haben. Ihr geht durch die Betriebsausgaben durch, die sind genauso strukturiert. Es gibt natürlich viel mehr mögliche Betriebsausgaben als Betriebseinnahmen. Aber wenn eure Buchhaltung ordentlich und sauber ist, dann sieht dies halt einfach tatsächlich so aus, dass ihr hier Feld 33, Feld 39 und dann könnt ihr das jeweils ausklappen, Feld 39, Feld 46, 57, 60 und so weiter. So viel mehr ist da ehrlicherweise nicht zu tun. Die große Frage ist dann tatsächlich halt wirklich, dass ihr eure Buchhaltung halt sehr laufend macht. Also idealerweise sehr regelmäßig und dass ihr all das, was in die Buchhaltung gehört, dass ihr das tatsächlich unterjährig schon erledigt. Und wir haben auch, da will ich jetzt heute nicht so wahnsinnig tief drauf eingehen, ehrlicherweise. Ich habe eine Checkliste erstellt, was ihr alles regelmäßig machen solltet. Das ist diese Buchhaltungscheckliste. Also, ihr findet in der Videobeschreibung, habe ich euch schon gesagt, findet ihr auch immer noch in der Videobeschreibung. Ist ja nicht, alle sind ja nicht die ganze Zeit da. Ihr findet in der Videobeschreibung einmal Steuerfit-Vorlagen. Hier steht übrigens Stand Februar 2024 drauf. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Ich habe da schon viel und wild aktualisiert. Die allermeisten sind Stand 2025 und generell ändern die sich ja sowieso nur einmal im Jahr, weil Steuergesetze nur einmal im Jahr geändert werden. Aber jetzt auch von 24 auf 25 gab es auch bemerkenswert wenige steuerliche Änderungen. Das lag daran, weil wir zum Jahreswechsel 24/25 keine besonders gut funktionierende Regierung und erst recht keine gut funktionierende Finanzministerium hatten. Das heißt, die hatten Besseres zu tun, als neue Steuergesetze sich auszudenken und deswegen ist das noch im Wesentlichen aktuell. Und ich habe an einigen Stellen auch schon aktualisiert. Ich muss das dann nur wieder reinschreiben. I promise, ich werde das machen. Aber speichert euch den Link ab. Ich werde das einfach irgendwann aktualisieren und dann seht ihr, okay, ist jetzt aktuell und dann könnt ihr das immer benutzen. Was ihr quasi habt, ist hier die Buchhaltungs-Quick-Checkliste und da steht letztendlich drin, was ihr unterjährig machen müsst. Und wenn ihr das macht, also ich empfehle einmal wöchentlich ein paar Aufgaben zu erledigen, ein paar Aufgaben monatlich zu erledigen und ein paar halt vor der Abgabe der Steuererklärung. Und wenn ihr das jeweils habt, dann habt ihr eine saubere Buchhaltung. Und dann ist das tatsächlich das Übertragen wirklich das allerkleinste Problem, was ihr habt. Dann ist das wirklich Copy-Paste und dann ist eure Umsatzsteuervoranmeldung, eure Einnahmenüberschussrechnung halt auch einfach sehr, sehr, sehr einfach hier erledigt. Die Feldnummern in der EUR geändert. Gemessen hieran, also hier sind die doch 100%ig 3. AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter.
33. Oder wo hat sich das geändert? AFA bewegliche Wirtschaftsgüter. Also die Felder der EUR ändern sich tatsächlich immer mal wieder, weil es jetzt zum Beispiel immer so Neuerungen gibt, wie zum Beispiel Homeoffice-Pauschale. Und dann steht halt irgendwo Homeoffice-Pauschale drin und dann rutschen natürlich alle anderen irgendwie nach unten. Leute, was wir gemacht haben, ist jetzt, wir haben die Einnahmenüberschussrechnung darüber kopiert. Vielleicht noch ein kleines Thema, weil da sind immer ganz schnell viele Leute verwirrt. Hier unten ergänzende Angaben, Rücklagen, stille Reserven und Ausgleichsposten in der Einnahmenüberschussrechnung. Das könnt ihr quasi eigentlich fast ignorieren und vergessen. Ist kein großes, also das ist für euch, für die allermeisten von euch nicht relevant. Möchte nicht tiefer darauf eingehen. Schaut es euch noch einmal an. Vielleicht an der Stelle nochmal Hinweis für diejenigen, die das nicht kennen. Ihr kennt mit Sicherheit das. Das ist ChatGPT. ChatGPT wirkt manchmal klug, ist es nicht immer. ChatGPT kann aber eine große Hilfe sein. Was ihr machen solltet bei ChatGPT, ihr geht auf die linke Seite im Menü, geht auf GPTs und geht bei GPTs einmal auf Elster GPT. Und dann wird euch ein Elster GPT vorgeschlagen. Dieser Elster GPT wurde erstellt von Neumann Management GmbH. Neumann heißt so, weil das von Melchior Neumann gegründet wurde. Das heißt, das Ding habe ich gebaut. Was ihr damit machen könnt, was da letztendlich hintersteckt, ist kein Hexenwerk, aber ich sehe gerade selber, es sind 25.000 Gespräche. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann geht ihr alle mal rein und probiert das Ding einfach mal aus. Das könnte ungelogen einer der meistgenutztesten Steuer-GPTs sein, die es in Deutschland gibt. 25.000 Gespräche. Was da letztendlich einfach nur dahinter hängt, ist ein FAQ zu Elster Online. Das heißt, es sind die offiziellen Hilfetexte von Elster Online, die da drin sind, inklusive Q&A aus dem Kommentarbereich unter meinen Videos. Das heißt, die häufigsten Fragen da reingepackt habe. Das heißt, wenn ihr da jetzt zu einzelnen Feldern Fragen habt und so weiter, könnt ihr das hier fragen und die Antwort, die ihr hier rausbekommt, ist wahrscheinlich deutlich hilfreicher als der offizielle Hilfetext von Elster Online. Auch wenn der natürlich dem zugrunde liegt. So als kleine kostenlose Tool-Empfehlung. Also kostet nichts. Könnt ihr auch mit einem kostenlosen Elster-Account machen. Genau. Was ich sagen wollte, hier Rücklagen, stille Reserven und Ausgleichsposten lassen wir mal ein bisschen weg. Was nochmal ein wichtiger Punkt ist, sind die zusätzlichen Angaben und das sind die Entnahmen und Einlagen. Das hatten wir auch schon. Und zwar geht es hier einmal um das Geld, was ihr von eurem Geschäftskonto aufs Privatkonto überwiesen habt und von einem Privatkonto aufs Geschäftskonto. Könnt ihr beliebig häufig machen, ist für die Steuer komplett irrelevant. Ihr müsst es trotzdem quasi unter eurer Gewinnermittlung nochmal eintragen als zusätzliche Angaben. Das gleiche betrifft auch Sach-, Leistungs- und Nutzungsentnahmen. Das heißt, wenn ihr Dinge, Firmenequipment quasi privat benutzt. Das häufigste Beispiel sind da tatsächlich Autonutzung. Also wenn ihr per 1%-Methode oder Fahrtenbuchmethode einen Firmenwagen habt, dann müsst ihr den Wert, den ihr da ermittelt habt, quasi auch als Entnahme hier nochmal buchen und erfassen. Solltet ihr unterjährig gemacht haben, komplett neues Thema. Ergibt keinen Sinn, dass wir das an der Stelle nochmal komplett durchspielen, dann sind wir noch eine Stunde nur mit Autos beschäftigt. Einlage geht natürlich auch andersrum. Wenn ihr zum Beispiel beruflich ein privates Auto benutzt, dann könnt ihr das buchen als quasi Leistungseinlage. Gibt es auch Videos dazu schon, aber dann erfasst ihr das hier auch nochmal. Wenn ihr kein Geschäftskonto habt, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr alles über das Privatkonto macht, dann ist erster Schritt, holt euch irgendein Bankkonto. Ist mir egal welches. Irgendeins. Das ist wichtig. Braucht ein Bankkonto. Es gibt auch kostenlose. Nehmt euch irgendein kostenloses Angebot und trennt das bitte einmal. Ihr müsst aber hier natürlich trotzdem was reinschreiben. Und zwar schreibt ihr dann quasi alle Einnahmen, die ihr habt, also alle Umsätze, sind gleich Entnahmen. Weil das Finanzamt geht dann per Definition davon aus, dass das Konto privat ist. Und wenn es privat ist, dann ist ja quasi jeder Geldzufluss, den ihr bekommt durch eure Selbstständigkeit, sofort in dem Moment, in dem ihr das Geld gutgeschrieben bekommt auf eurem Bankkonto, eine Entnahme. Weil dann befindet sich es ja im privaten Bereich. Das heißt, das ist sofort eine Entnahme, andersrum bei der Ausgabe. Das heißt, sobald ihr eine Ausgabe gezahlt habt, ist das quasi eine Privateinlage. Das heißt, ihr schreibt dann letztendlich hier in den Entnahmen eure Umsätze rein und hier in den Einlagen eure Betriebsausgaben. Und dann war's das. Und dann seid ihr durch mit der Einnahmenüberschussrechnung.
Was passiert, wenn die Steuererklärung zu spät kommt? Ich hänge noch an 2023. Du kriegst erstmal eine nette Erinnerung, dann kriegst du eine böse Erinnerung und dann kriegst du im Zweifel Verspätungszuschläge festgesetzt. Verspätungszuschläge ist dann, wenn du zu spät bezahlt hast und dann zahlst du ein paar Euro. Ja, so Strafzahlung quasi. Dramatisch ist es erstmal nicht. Was ich aber versprochen habe, ist, dass wir noch einmal oberflächlich zumindest über die Umsatzsteuererklärung gehen. Weil, und da haben wir vorhin schon einmal erwähnt, wir haben bei Safdesk, ich mache das mal ein bisschen größer, oder bei jedem anderen Programm, wir haben ja quasi unsere laufende Buchhaltung gemacht. Wir haben, oder die meisten von euch, haben monatlich oder quartalsweise irgendwie ihre Umsatzsteuermeldungen abgegeben. Und zwar monatlich, quartalsweise. Das heißt, ihr habt eigentlich für jeden einzelnen Zeitraum, habt ihr ja schon eine Meldung von der Umsatzsteuer gemacht an das Finanzamt. Das heißt, das Finanzamt kennt theoretisch alle eure Umsätze eines Jahres. Das heißt, in dem Fall habt ihr schon unterjährig so alle Umsätze gemeldet, alle Ausgaben gemeldet und habt auch den Betrag schon bezahlt, weil den müsst ihr ja zahlen, sobald ihr eine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht habt. Das heißt, die Umsatzsteuerjahreserklärung hat für diejenigen, die monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, eigentlich nur noch so einen rein informativen Charakter. Außer ihr habt jetzt noch irgendwelche Rechnungen gefunden, die ihr nicht in der Buchhaltung erfasst hattet, weil ihr unterjährig irgendwie, keine Ahnung, die verpeilt habt oder nicht gefunden habt oder die zu spät bekommen habt und so weiter. Dann könnt ihr die jetzt nochmal erfassen. Und wenn ihr sie jetzt nochmal erfasst, könnt ihr sie quasi mit der Jahresmeldung quasi nachmelden. Und daraus ergibt sich dann was. Ihr solltet das bitte dringend nicht bei Umsätzen machen. Das sieht das Finanzamt überhaupt gar nicht gern, wenn ihr in der Jahreserklärung plötzlich sagt, oh, meine Umsätze war schon viel höher. Auf der Ausgabenseite, das heißt für die Rechnung, die ihr absetzen wollt, da kann das mal passieren, dass so eine Rechnung zwischendrin mal nicht hundertprozentig da seid. Aber eure eigenen Rechnungen, die wisst ihr eigentlich jederzeit. Und bei Ausgabenrechnung ist es ja so, dass ihr auch Steuer wiederbekommt. Bei der Einnahmenseite ist es ja die Umsatzsteuer, die ihr zahlen müsst. Und das mag das Finanzamt natürlich nicht, dass ihr das denn erst ein halbes Jahr später oder so meldet. Deswegen macht das bitte nicht, dass ihr da irgendwie unterjährig mit Absicht zu tief meldet. Ganz große Bitte nein. Kriegt ihr Probleme mit. Aber wenn ihr sauber gemacht habt, dann ist das alles schon einmal gemeldet. Wenn ihr keine Quartalsmeldung oder Monatsmeldung macht, das macht ihr immer dann, wenn ihr quasi unter 2.000 Euro Umsatzsteuer gezahlt habt im Vorjahr. Also Gründer machen immer quartalsweise und wenn ihr dann aber unter 2.000 Euro Gesamtzahlung seid, so wie ich jetzt hier, 1.379 Euro, wenn ich das jetzt hätte und abgeben würde, dann würde das Finanzamt mir schreiben, ey, guck mal, es reicht, wenn du es jetzt jährlich machst. Und wenn sie jährlich heißt, ich muss das hier gar nicht unterjährig machen. Ich mache gar keine Umsatzsteuervoranmeldung. Denn ist tatsächlich meine Umsatzsteuerjahreserklärung die einzige Meldung, die ich mache pro Jahr. Aber machen müssen es alle. Außer Kleinunternehmer. Die Kleinunternehmer mussten bis vor 2 Jahren noch Umsatzsteuererklärung machen, müssen sie inzwischen auch nicht mehr machen. Und das ist dann in erster Linie auch sehr straightforward. Ihr geht bei Elster rein, auch hier wieder Formulare und Leistungen, alle Formulare, findet dann hier unten Umsatzsteuer, seht die Voranmeldung, seht aber auch die Umsatzsteuerjahreserklärung, wählt das Jahr aus, klickt auch weiter, sagt ohne Datenübernahme fortfahren, dann habt ihr auch hier den Hauptvordruck und 2 Sonderfälle, die ihr tendenziell standardmäßig auch nicht haben solltet. Fragt gerne Elster GPT, aber eigentlich also mich würde sehr überraschen, wenn einer von euch hier irgendwie Anlage UN oder FV habt. Deswegen gehen wir damit erstmal und sehen dann hier auf der linken Seite auch standardmäßige Aufbau. Der ist, wie man sieht, ein bisschen umfangreicher, der sieht ein bisschen bedrohlich aus. Ist er aber ehrlicherweise gar nicht, weil ihr könnt euch einfach da entlang hangeln, was ihr hier eigentlich habt. Das heißt, ihr schaut hier bei den steuerpflichtigen Umsätzen, könnt das einfach ausklappen und dann seht ihr steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von. Und ich würde hier ehrlicherweise nicht so vorgehen, dass ihr hingeht und sagt, ihr klickt euch jetzt komplett durch jedes einzelne Feld durch. Könnt ihr natürlich machen. Was ich eher machen würde, ist, dass ihr quasi euer Buchhaltungsauswertung quasi als roten Faden nehmt. Wichtig, wählt da unbedingt das ganze Jahr aus, weil die Umsatzsteuerjahreserklärung macht ihr ja fürs gesamte Jahr. Und klar, ihr müsst jetzt hier am Anfang erstmal eure allgemeinen Angaben machen, wie heißt ihr, wo wohnt ihr, wie erreicht man euch, wann wart ihr selbstständig in dem Jahr, also meistens 1. Januar bis zum 31. Dezember und den ganzen Krams, den müsst ihr ausfüllen. Zweitens, wer hat euch geholfen, Steuerberater oder so, aber dann, ich finde es immer so witzig, das bei Elster Online zu machen, als wenn ein Steuerberater die Steuererklärung für die Mandanten bei Elster Online macht und als wenn jemand, der einen Steuerberater hat, also für mich ist dieses Feld, ergibt bei Elster Online gar keinen Sinn, aber
wie auch immer. Dann Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer. Das ist schon mal das, was alle Kleinunternehmer ausfüllen müssen. Das ist wichtig. Auslaufmodell. Kleinunternehmer müssen keine Umsatzsteuererklärung mehr abgeben. Deswegen ist das zum Teil over and out. So, und jetzt kommen wir zum steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen und so weiter. Und jetzt seht ihr quasi hier steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19%. Hier ehrlicherweise hätte man ja sagen können, die nehmen die gleiche Formulierung. Hier fehlt mir ehrlicherweise so ein bisschen auch die 1:1 Felderbezeichnung. Gibt es leider nicht. Gibt es auch generell auch bei anderen Anbietern tatsächlich so in der Form tatsächlich leider nicht. Aber die Transferleistung ist trotzdem gut machbar, muss ich ehrlicherweise sagen. Lieferung und sonstige Leistung zu 19%, das sind die umsatzsteuerpflichtigen Umsätze zu 19%. Und was hier schon immer ist, ist, dass man tatsächlich immer direkt einfach kopieren kann und das ist dann auch sehr schnell Copy-Paste. Wichtig, ihr tragt bei der Umsatzsteuererklärung immer nur die Bemessungsgrundlage ein, also quasi den Nettoumsatz. Die Steuer wird dann immer von alleine berechnet. Hier, zack, wenn ihr da drauf klickt. Und da kommt er dann tatsächlich auch zu einem anderen Betrag. Nee, kommt er nicht. Ich habe in der Zeile verirrt. Wäre auch sehr komisch gewesen. Und dann haben wir hier nochmal 7%. Unentgeltliche Wertabgaben haben wir nicht. Haben wir 7% haben wir hier einmal. Und dann würde ich tatsächlich, gehe ich genau einfach so durch und kopiere das einfach rein. Und gehe letztendlich durch alle einzelnen Positionen durch. Damit sind wir mit dem steuerpflichtigen Umsätzen schon durch. Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug habe ich auch nicht. Hier gibt es steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Da gehe ich da rein, aber dann kann ich hier direkt schon wieder auf die linke Seite gehen und sage steuerfreie Umsätze, hier Lieferung, sonstige Leistungen ohne Vorsteuerabzug. Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug haben wir nicht. Was wir haben, ist ohne Vorsteuerabzug. So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Jetzt will er es natürlich mehr aufgegliedert haben. Was ist denn das genau? Das ist steuerfreie Umsätze ohne Steuer. Ja, das ist sowieso auch falsch kategorisiert. Mensch. Ach so, oh, ja, okay, blöd. Das ist quasi ein Fehler. War eine falsch ausgestellte Rechnung von mir, die ich korrigiert habe. Und jetzt steht die an 2 unterschiedlichen Stellen, weil ich die falsch eingetragen hatte. Wichtig, wenn ihr was schreibt und dann anschließend storniert, müsst ihr trotzdem auch die falschen Rechnungen, die dann eventuell drin sind, trotzdem in Umsatzsteuererklärung reinpacken. Warum? Weil das Finanzamt ja quasi die monatlichen Meldungen inklusive der Korrekturen und allen Informationen schon bekommen hat. Wenn ich das jetzt nicht einfach weglasse, weil ich sage, nee, ist ja eh korrigiert, dann ihr müsst die Fehler dann quasi auch mitreporten. Ist auch kein Problem, wenn ihr es dann korrigiert habt. Ist ja kein Problem, das zu korrigieren. Das Problem ist jetzt hier so ein bisschen, wo schreibe ich das denn eigentlich rein? Weil das war eigentlich steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Nicht zum steuerfrei ohne Vorsteuerabzug. Also es ist nicht Vermietung und Verpachtung, sondern ich würde es dann halt hier reinschreiben und hier muss ich mir den jeweiligen Paragraphen raussuchen, warum das ohne. Das würde ich tatsächlich in der Fall versuchen leer zu lassen, um es ganz ehrlich zu sagen, weil es gibt halt keinen Paragraph. Ich habe es ja korrigiert. Ja, nimmt er sogar. Bei Elster Online kriegt man wahnsinnig viel ständig irgendwelche Fehlermeldungen, aber das nimmt er. Sehr schön. Auch ohne Angabe. Das Finanzamt wird da jetzt nicht so riesengroße Fragen haben, weil sie die Informationen für diese einzelne Transaktion ja schon haben. Und dann geht man genauso weiter durch. Und dann hat man hier noch eine ganze Reihe von steuerpflichtigen Sachen. Und letztendlich geht es hier bei Bereich 11 dann irgendwann weiter. Hier geht es nämlich um abziehbare Vorsteuerbeträge. Hier geht es nicht mehr um die Bemessungsgrundlage. Das heißt, bisher hat man ja immer quasi den Nettoumsatz eingetragen. Hier geht es jetzt nicht um den Nettoumsatz, hier geht es wirklich um den Steuerbetrag. Das heißt, Vorsteuerbeträge aus Rechnung von anderen Unternehmen, Vorsteuerbeträge aus Rechnung von anderen Unternehmen. Aus Leistung im Sinne des 13a. Das ist sehr verwirrend. Aus innergemeinschaftlichen. Ja. Aus Leistung im Sinne des aus Innerdreiecksgeschäften. 13a. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, was ist es eigentlich? Freitag Immobilien. Gut, da kommen wir so ein bisschen jetzt zu dem Problem, dass das ein Demo-Account ist. Aber genau, Vorsteuerbeträge aus Rechnung von anderen Unternehmen aus Leistung im Sinne des 13a und aus 13, ja. Ich hoffe, hier stehen Dreiecksgeschäfte.
Ich hoffe, ich verwirre jetzt Leute nicht zu viel. Grundsätzlich, wenn ihr hier eine echte Buchhaltung macht, dann steht das in den richtigen Feldern. Und dann nehmt ihr hier den Betrag rein, den zu kopieren, genau, hier zu kopieren, kopiert ihr den, der müsste hier eigentlich drinstehen, da das ein Demo-Account ist. Und hier könnt ihr übrigens auch Nachkommastellen eintragen. Ich möchte das jetzt vor allen Dingen einfach als Beispiel nehmen, Summe Vorsteuerbeträge, weil was ihr nicht vergessen, also ihr geht einfach alle Listen durch, die gesamte Liste durch, tragt das jeweils ein. Änderungswunsch an Safdesk wäre hier vielleicht in der Jahresübersicht auch die jeweiligen Zeilen reinzuschreiben. Das wird das schon signifikant verbessern. Was hier aber wichtig ist, nachdem ihr das eingetragen habt, rechnet er das quasi nach. Das sind eure Umsatzsteuerbeträge. Er hat auch die Vorsteuerbeträge und dann habt ihr ja aber auch Beträge, hier, verbleibender Betrag. Aber was ihr gemacht habt, unterjährig, ihr habt schon gezahlt. Das heißt, ihr habt ja tatsächlich schon Steuerbeträge gezahlt. Und zwar müsst ihr die eintragen, Vorauszahlung soll 2024. Also was habt ihr in 2024 denn schon gezahlt? Und wenn das jetzt die Ausgaben gewesen wären, die ich da tatsächlich gezahlt hätte im Jahr 24, weil das ja genau meinen Voranmeldungen entspricht, schreibe ich das hier rein und das sieht man dann hier letztendlich, was ihr tatsächlich zahlen müsst. In dem Fall halt 0. Wenn ihr jetzt hier eine Rechnung vergessen gehabt hättet und hier, andere Richtung, hier irgendwie das so aussieht, dann habt ihr hier quasi die Abschlusszahlung. Und was ihr dann macht, dann könnt ihr es nochmal prüfen und schickt es trotzdem auch direkt ab ans Finanzamt. Was ihr ganz wichtig machen müsst, wenn hier ein Betrag steht, quasi ein positiver Betrag, noch anders in die Finanzkasse zu entrichten, ihr bekommt dafür keinen Steuerbescheid. Ihr müsst diesen Betrag quasi sofort überweisen. Also das ist nicht, dass ihr da jetzt wartet, wie bei der Einkommensteuer, dass ihr einen Steuerbescheid bekommt, wo eine Abrechnung ist, sondern bei der Umsatzsteuer müsst ihr sofort bezahlen. Ganz häufiger ist ein anderer Fall, und zwar, dass ihr 6 Rechnungen vergessen habt und die jetzt endlich mal in der Jahresmeldung mit reinschreibt und dann sieht das Ganze eher so aus und dann, wenn dann da steht ein Minusbetrag, dann ist das Geld, was ihr noch wiederbekommt vom Finanzamt. Das dauert dann noch ein bisschen. Also so lange, wie das Finanzamt braucht, diesen Steuerbescheid zu bearbeiten. Das ist im Wesentlichen die Umsatzsteuererklärung. Christian schreibt noch eine sehr gute Frage, auf die ich gerne eingehe. Eine Frage zur Buchung der Umsatzsteuer. Gezahlte Umsatzsteuer aus Q4, das heißt, das Q4 24 habt ihr ja nicht in Q4 24 gezahlt, sondern erst im Januar 25, weil die Meldung ist ja erst rausgegangen in Anfang 25, logischerweise. Gilt ja für alle von euch. Muss ich die dann auch in der Steuererklärung 24 angeben oder erst in 25? Es gilt bei diesem, ich habe ja gesagt, Zufluss-Abfluss-Prinzip. Es gilt immer das, was man zahlt. Aber eine Ausnahme, es gibt eine 10-Tage-Regelung. Und diese 10-Tage-Regelung sagt, wenn ihr wiederkehrende Zahlung habt, das heißt die sehr regelmäßig kommt, dann habt ihr quasi 10 Tage Puffer. Dann gehört das innerhalb von 10 Tagen in das Jahr, in das ihr das eigentlich gezahlt habt. Dazu gehört dann auch so eine Umsatzsteuerzahlung. Das heißt, wenn du am 10. Januar 2025 tatsächlich die Umsatzsteuer gezahlt hast für 24, dann kannst du diese Zahlung vom 10. Januar tatsächlich in 24 mit reinrechnen. Das gleiche gilt, was sehr, sehr häufig sind, so Abozahlungen und so weiter, die dann immer so zum Monatswechsel kommen, so Kontoführungsgebühren und so weiter, die man dann abbucht, die dann am 1. Januar abgebucht werden, statt am 31. Dezember. Sie gehören aber eigentlich in den Dezember, könnt ihr auch rüberziehen. Deswegen, das kannst du machen. Miete auch, so Büromiete und so ein Kram. Die kannst du dann jeweils ziehen, innerhalb von 10 Tagen. Hast du die Umsatzsteuer am 11. Januar gezahlt, dann kannst du, also dann kannst du sie zumindest nicht in der EUER berücksichtigen. In der Umsatzsteuererklärung, ich will mal gucken, ob ich sie noch offen habe, in der Umsatzsteuererklärung steht allerdings tatsächlich hier, Vorauszahlung soll 24. Da geht es nicht darum, wann du sie gezahlt hast, sondern wie viel hast du für 2024 gezahlt. Da ist dann egal, selbst wenn du es erst gestern gezahlt hast, musst du hier trotzdem den Betrag reinschreiben. Das heißt, letztendlich schreibt ihr hier den Betrag rein, die Summe aus allen Umsatzsteuervoranmeldungen, die ihr abgegeben habt. Falls ihr übrigens nicht wisst, was ihr abgegeben habt, auch spannend, weil wenn ihr hier reingeht und Umsatzsteuervoranmeldung auf jährlich klickt, seht ihr ja natürlich den aktuellen Wert, den ihr in der Buchhaltung habt. Ihr könnt aber quasi reingehen, wenn ihr hier oben drauf geht, dann seht ihr hier oben bei den 3 Punkten Protokolle und dann könnt ihr nachgucken, was habt ihr aus diesem Account tatsächlich an das Finanzamt übermittelt, um das nachzuvollziehen. Nachzahlungen, also grundsätzlich zahlt ihr Umsatzsteuer immer übers Geschäftskonto. Und Einkommensteuer ist immer privat. Tolga schreibt, auf Einkommensteuerbescheid zu warten, ist wie Weihnachten nur umgekehrt. Ja, true.
Wie verbuche ich eigentlich gezahlte Umsatzsteuer und Self-Test? Du hast ja keinen Beleg dazu. Tatsächlich doch. Hier steht sogar hier. Verwende übermittle die Umsatzsteuervoranmeldung mit dem Elster-Zertifikat und erfasse direkt den Steuerbeleg. Also du hast letztendlich das Übertragungsprotokoll, ist quasi das. So Leute, ich würde sagen, es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend.